Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4 2019. Im heutigen Video geht es um das Münzfach und wie wir es so schön beleuchtet bekommen, wie ich es euch jetzt zeige. Okay, also fangen wir an. Als allererstes habe ich das Münzfach gedämmt, weil ich dort gerne meine kleinen Münzen und zum Teil auch Schlüssel gerne aufbewahre. Wie ich das Ganze gemacht habe, verlinke ich euch hier oben in dem Video. Dort seht ihr, wie ich das Münzfach ausgekleidet habe, so wie es jetzt aktuell Stand jetzt ist. Hinzu kommt jetzt, dass ich euch zeigen möchte, wie ich dort die Beleuchtung reingemacht habe, damit ich auch im Winter, also in der dunklen Jahreszeit, falls ich mal öffne, auch sehe, nach welchem Schlüssel ich greife oder nach welcher Münze ich greife. Okay, fangen wir an. Also, wir haben hier das Setup, was wir alles benötigen. Das Ganze, was ihr hier seht, verlinke ich euch natürlich, wie schon gerade eben angekündigt, in der Videobeschreibung unten. Und wir legen direkt los. Wir brauchen eine spezielle LED, die extra flach ist, damit, wenn wir die LED einbauen, diese nicht in irgendeiner Art und Weise da rausschaut. Dann benötigen wir noch einen sogenannten Stromdieb, damit wir entsprechend den Strom abgreifen können. Hier habe ich eine Fassung für die LED mir bestellt. Leider hat es nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Und hier haben wir einen Schalter. Der Schalter ist im Prinzip ein Öffner. Wenn wir jetzt hier das Ganze messen, wie ihr hört, ist es ein Durchgang und sobald man auf den Schalter drauf drückt, hört das Piepsen auf, sprich der Stromkreis ist unterbrochen und die LED, die sich dann da drin befindet, geht aus. Und durch das Kippen dieses Münzfachs soll natürlich der Schalter gedrückt werden und die LED geht aus. Das Projekt war eines meiner spannendsten Projekte. Ich habe mich sehr, sehr darauf gefreut. Leider war es nicht ganz einfach, das Ganze zu filmen und zu dokumentieren. Zudem hat es mir die ein oder andere Videodatei zerschossen, sowie auch die Audioaufnahme war nicht gegeben bzw. wurde durch irgendwelche Umstände zerstört. Somit ist das Video ein bisschen in einer anderen Art und Weise, als ihr es sonst kennt, mal gedreht. Ich hoffe, es gefällt euch dennoch. Im ersten Schritt benötigen wir ein Loch in der Mitte unseres Münzfaches. Dazu habe ich mir den Dremel genommen und mit dem Dremel genau in der Mitte ein Loch bzw. ein Schlitz gemacht, damit ich die LED von innen nach außen durchstecken kann. Das Ganze sieht dann so aus: LED durchstecken und von außen, so war zumindest mal am Anfang die Idee, die Fassung aufsetzen und schon haben wir dann die Verbindung. Hat sich allerdings später herausgestellt, dass das nicht fest genug sitzt und beim Öffnen und Schließen mit der Zeit zu 100% herausgefallen wäre bzw. sich das Ganze gelockert hätte. Somit habe ich später, dann werdet ihr noch sehen, die Kabel direkt an die LED angelötet. In diesem Video seht ihr, wo das Münzfach eingesteckt war. Links haben wir eine Möglichkeit, die Masse abzugreifen, also den Minuspol. Das machen wir, indem wir die Schraube ein bisschen lösen, Kabel dran befestigen und schon haben wir den Minuspol für unsere LED. Im nächsten Schritt benötigen wir den Pluspol. Hierzu benötigen wir eine Durchführung zum Sicherungskasten. Das habe ich bewerkstelligt, indem ich hier ein flexibles, aber dennoch starres Plastikteil einfach durch die Mittelkonsole durchgeschoben habe. Ihr seht das an den Pedalen vorbei und das andere Ende kommt dann hier raus beim Sicherungskasten. Dort wollen wir ja dann auch mit unserem Pluspol hin. Dort wollen wir dann mit unserem Kabel hin, damit wir das Plus abgreifen können. Hierzu befestige ich das Kabel an diesem flexiblen Stab, ziehe das Kabel durch, auf der anderen Seite kommt es dann raus und dann kann ich mein Kabel entsprechend, so wie ich es benötige, dann dort weiter verarbeiten bzw. damit arbeiten. Hier habe ich die Sicherung Nummer 10 benutzt, einfach aus dem Grund, weil ich kein Head-Up-Display habe. Somit ist die Zuleitung groß genug dimensioniert und ich kann dort ein bisschen Strom abzweigen,
für die LED, beziehungsweise auch für meine Dashcam, die ich dort angeschlossen habe. Ist ein geschaltetes Plus, sprich Zündung an, ist es da, Zündung aus, ist es weg. Ihr könnt gerne auch die Sicherung Nummer 24 nehmen. 24 hat Dauerplus, sprich auch wenn die Zündung aus ist, habt ihr dort eine Spannung anlegen, könnt also Strom da drüber ziehen. Wird dazu benutzt, falls ihr auch eure Dashcam mit dem Parksensor benutzt, dass auch während des Parkens der Raum überwacht wird. Ich habe hier noch ein kleines Modul dazwischen hängen. Das wird eigentlich nur benötigt, wenn ihr an die Sicherung Nummer 24 geht. Das Modul ist nämlich dazu da, falls die Spannung unter einen gewissen Wert fällt, dass er dann einfach abschaltet und euch die Dashcam zum Beispiel während des Parkens nicht die Batterie leer saugt. Im nächsten Schritt Münzfach einhängen und dann befestigen wir unseren Schalter hier entsprechend mit Isolierband bzw. mit Kabelbindern. Müsst ihr ein bisschen ausprobieren, konnte ich auf Video jetzt so nicht festhalten, und seitlich habe ich noch ein paar Filzmatten draufgeklebt, einfach dass die Distanz gegeben ist. Ohne Filzmatten ist es nämlich so, dass der Schalter zu weit weg ist vom Münzfach und somit das Münzfach den Schalter nicht berührt. Dort müsst ihr einfach ein bisschen spielen. Deshalb auch hier, es war ein bisschen Bastelei, Frickelei, macht aber sehr viel Spaß. Und das Ergebnis könnt ihr dann jetzt sehen, wenn man sich das Ganze anschaut. Beim Öffnen leuchtet es wunderbar. Auf dem Video ist es sogar ein bisschen heller als in Wirklichkeit. Und beim Schließen, also bevor es einrastet, geht schon die LED aus. Also der Schalter wird dann gedrückt und ihr habt ein wunderbar beleuchtetes Münzfach. Okay, das war es eigentlich zu dem Video. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ich hoffe dennoch, das Video hat euch gefallen. Über ein kostenloses Abo würde ich mich immer freuen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!